Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute möchte ich euch wieder was vorstellen und zwar geht es diesmal um eine Montage. Ich stelle euch heute die Bullseye Zero Recoil Montage für 25,4 und 30 mm Mittelrohrdurchmesser für eine 11 mm Prismenschiene vor. Los geht's! Ihr habt natürlich das Riesenglück, da es sich heute hier um ein Kleinteil handelt, erspare ich euch die größte Zeit mein Gesicht in dem Video. Ich würde euch jetzt einfach mal die einzelnen Teile genauer zeigen. Hier seht ihr die Montage mit einem Pfeil nach vorne, wie rum man eben diese auf dem Gewehr montieren soll. Hat einfach den Hintergrund, A natürlich, weil der Prellschlag nur in eine Richtung abgefedert werden kann, und B ist die Montage um 1 Grad vorgeneigt. Wie wurde es realisiert, dass es sowohl für 25,4 als auch 30 mm Mittelrohr geeignet ist? Ja, wir haben hier so Einsätze, die man herausnehmen kann. So sieht man es gut. Die passen auch nur in einer Weise rein. Das heißt, dass man hier auch nichts falsch montieren kann. Und schon hat man die Möglichkeit, entweder ein 25,4, wie jetzt hier, Zielfernrohr, Mittelrohrdurchmesser zu montieren, oder eben, wenn man die Teile herausnimmt, mit linker Hand bin ich nicht so stark, dann eben 30 mm. Hier ist es eben das gleiche. Ihr seht es nochmal genau, diesen kleinen Pin. Befestigt wird das Zielfernrohr in der Montage mit jeweils 4 Schrauben. 4 Schrauben links, 4 Schrauben rechts. Hier unten die Montagelänge sind 6,5 cm. Und die Montage hat eine Gesamtlänge von 12 cm. Der Vorteil der Montage ist, dass der Prellschlag zu 100% fast eliminiert wird. Ich werde euch das jetzt gerade mal zeigen, wie das montiert beim Schießen eben aussieht. Die Montage habe ich nun seit einigen Wochen im Einsatz auf sehr vielen verschiedenen Gewehren getestet. Ich habe schon mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Da wurde auch mal die Befürchtung geäußert, dass die Montage nicht 100% wiederholgenau dann das Zielfernrohr zentrieren würde und somit eine Ungenauigkeit entstehen würde. Dem ist aber nicht so, und zwar haben wir hier einen integrierten Zentrierbolzen, der exakt das Zielfernrohr wieder an die gleiche Position wie auch vor dem Schuss bringt. Von Vorteil ist natürlich noch, dass hier unten auch ein Stopperpin, ihr seht es rechts, enthalten ist, den man dann bei einem Preller in der 11 mm Prismenschiene fest verankern kann. Ich habe es jetzt gerade nochmal umgedreht, hier seht ihr die 3 Schrauben, mit welchen die Montage dann fest auf der 11 mm Prismenschiene befestigt wird. Und für wen macht jetzt so eine Montage Sinn? Die Montage macht für jeden Sinn, der ein Federdruck-Luftgewehr schießt, das einen hohen Prellschlag hat, und sollte man ein Zielfernrohr besitzen, das nicht zu 100% Prellschlagfest ist, beziehungsweise auf das man keine Garantie hat auf die Prellschlagfestigkeit, ist es natürlich zu empfehlen, hier so eine Montage zu verwenden. Der positive Nebeneffekt ist, dass es sowohl für 25,4 als auch 30 mm Zielfernrohre geeignet ist. Das heißt, man müsste hier auch nicht neu kaufen. Es gab wohl früher schon mal eine Version der Zero Recoil Montage, weil hier auf der Verpackung steht, dass es die neue Version ist. Ich habe bis jetzt überhaupt keine Schwachstellen entdecken können. Ich nutze die Montage seit mehreren Wochen in meinen Testvideos. Der Vorteil, den ich hier einfach habe, ist, dass ich da nicht mehrere Montagen hier vorhalten muss, sondern mit einer eben die verschiedenen Zielfernrohre zu den verschiedenen Gewehren kombinieren kann. Ich hoffe, meine kurze Vorstellung hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und wenn ihr noch Fragen habt, bitte schreibt es einfach in die Kommentare rein und dann kriegen wir die auf jeden Fall alle beantwortet. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.